Freunde des E-Commerce, ihr seid Online-Händler und verkauft Handmade-Produkte. Früher gab es ja Davanda, hattet ihr die Schnittstelle zu. Es gibt noch Amazon Handmade und es gibt Etsy. Und ich glaube, Etsy ist ein bisschen stärker in dem Bereich. Auf jeden Fall. Tatsächlich geht Amazon Handmade unter. Hat nicht so die Relevanz, wie man sonst von Amazon tatsächlich kennt. Etsy ist da der deutlich stärkere Player und hat auch im Jahr 2018 Davanda aufgekauft. Davanda hat dann seine Pforten geschlossen und wurde auch zu Etsy. Etsy ist aber von vornherein schon der stärkere internationale Player gewesen. Als Davanda seine Pforten geschlossen hat, gab es ja einen Aufschrei auf Facebook. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich verkaufe Handmade-Produkte. Das sind ja verschiedene Produkte. Das sind selbst genähte Produkte oder auch Dinge wie beispielsweise so ein selbstgemacht gebastelter Kleiderständer und so weiter. Der wurde komplett sowas wurde komplett bei Davanda verkauft. Und ist Etsy genauso wie Davanda oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ziemlich ähnlich tatsächlich, wobei du nicht nur wirklich die selbstgemachten Sachen hast, sondern vor allem ist der Marktplatz auch interessant, wenn du Materialien verkaufst. Also beispielsweise Stoffe, Knöpfe, alles, was du eben an Materialien benötigen kannst, eben um Dinge selbst herzustellen. Also eben nicht nur die selbst hergestellten Sachen wie die gestrickte Mütze, die du da vorhin genannt hast, sondern tatsächlich eben auch die Sachen, um das herzustellen. Und da ist Etsy sehr stark, vor allem weil es eben auch absolut international ist. Okay, das heißt, wenn ich Handmade verkaufen möchte, dann sollte ich Etsy als Marktplatz mir anschauen. Und das Ganze funktioniert mit JTL. Ihr braucht nur die Middleware Unicorn 2 von Marco Software und dann könnt ihr Etsy anbinden. Im nächsten Video erklären wir auch, wie ihr das Ganze einrichtet. Vielen Dank, Marc, und bis zum nächsten Mal.